Hallo, ich sehe, du bist wieder da und brauchst auf deinem Weg Unterstützung. Lass mich dich begleiten und gemeinsam herausfinden, was eine resultierende ist und wie du sie berechnen kannst. Ich habe schon alles für dich vorbereitet. Obwohl es im Jahr 2040 keine Großfischerei mehr gibt, gibt es leider immer noch alte Fischernetze, in denen sich die Fische und Meerestiere verhaken. Hier schwimmen 3 Fische in unterschiedliche Richtungen, denn sie wollen zurück in die Freiheit. Durch das Drücken der Fische wirken 3 Kräfte auf das Netz. Die Frage, die sich uns nun stellt, ist: Wohin bewegt sich das Netz, wenn 3 Kräfte gleichzeitig angreifen? Wenn wir die Bewegung des Netzes genau bestimmen können, können wir die Fische befreien. Um die finale Bewegung des Netzes zu ermitteln, münzen wir die Szene in mathematische Größen um. In unserem Fall bedeutet das, dass wir die Kräfte und die Richtungen innerhalb eines Koordinatensystems als Vektoren darstellen. Das sieht in etwa so aus. Natürlich brauchen wir dazu auch noch die entsprechenden Werte. F1 ist gleich 22 Newton und Alpha 1 ist gleich 34 Grad, also zur negativen x-Achse. F2 ist gleich 12 Newton und Alpha 2 60 Grad, auch wieder zur negativen x-Achse. Und F3 sind 18 Newton und Alpha 3 50 Grad, hier aber zur positiven x-Achse. Ach so, und noch ein kleiner Hinweis: Wir rechnen hier nur mit Beträgen und verzichten auf die vektorielle Darstellung mit Pfeilen. Die eingezeichneten Kräfte zerlegen wir jetzt in die x- und y-Komponenten. Der Einfachheit halber kümmern wir uns dabei zunächst nur um die Kraft F1. Dazu nutzen wir die Winkelfunktion Sinus und Cosinus, denn auch hier haben wir, wenn du genauer hinschaust, ein rechtwinkliges Dreieck. Und wo ein rechtwinkliges Dreieck ist, da sind bekanntlich auch Sinus und Cosinus nicht weit. Damit ergibt sich, Fx ist gleich f mal Cosinus Alpha und Fy ist gleich f mal Sinus Alpha. Im Video zum Thema Kraft zerlegen wird das übrigens nochmal Schritt für Schritt erklärt. Setzen wir nun im nächsten Schritt alle gegebenen Werte ein, so ergibt sich für F1x 21 Newton und für F1y 6 Newton. Das hat gut funktioniert und deshalb ermitteln wir jetzt auch die Komponenten der 2 anderen Kräfte. Als Ergebnis haben wir dann für F2x und F3y folgende Werte: F2x gleich 6 Newton, F2y gleich 10 Newton, F3x gleich 12 Newton und F3y gleich 14 Newton. Der erste Schritt ist erledigt. Jetzt gilt es, die jeweiligen Komponenten in x- und y-Richtung zu addieren. Dabei sind die Richtungen der Kraftkomponenten zu beachten und das stellen wir über die Vorzeichen dar. Zeigt eine Kraft in positive Richtung, dann ergibt sich ein positives Vorzeichen, also Plus. Zeigt die Kraftkomponente in negative Richtung, ist das Vorzeichen ein Minus. Folgende Gleichung ergibt sich für die resultierenden Komponente in x-Richtung. Frx ist gleich minus f1x minus f2x plus f3x. Und analog für die Komponente in y-Richtung, Fry gleich f1y minus f2y minus f3y. In diese Gleichungen setzen wir nun unsere entsprechenden Werte ein, die wir einen Schritt vorher bereits berechnet haben. Damit ergibt sich für Fx minus 15 Newton und für Fy minus 18 Newton. Noch haben wir die Frage nach der finalen Bewegung des Fischernetzes nicht abschließend beantwortet, denn am Ende kommt noch der gute alte Satz des Pythagoras zur Anwendung. Damit können wir nun den Betrag der Kraft der resultierenden bestimmen. Dafür habe ich dir noch eine kleine Gedankenstütze vorbereitet. Hier siehst du den Satz des Pythagoras. Aber falls du dich nun auch fragst, irgendwie sieht es ein wenig anders aus als sonst, dann hast du recht. Denn in unserem Beispiel ist die Seite C unsere Hypotenuse und dementsprechend ist der Satz des Pythagoras daran angepasst. Angepasst an unser Beispiel lautet der Satz des Pythagoras: Fr ist gleich die Wurzel aus Frx hoch 2 plus Fry hoch 2. Setzen wir unsere ermittelten Werte ein, dann erhalten wir einen Betrag von 23 Newton für Fr. Zur Vollständigkeit für dich: Falls dich der Winkel der resultierenden interessiert, so nutze hierfür einfach die Formel vom Arcus-Tangens. Es ergibt sich ein Winkel von 50 Grad. Damit können wir die Kraft dann auch in die Skizze einzeichnen.
Ich weiß, ziemlich viele mathematische Schritte, die dich zur Lösung bringen. Damit du nicht durcheinander kommst, hier nochmal die Schrittfolge zusammengefasst. Schritt 1. Zerlege die Kräfte in ihre x- und y-Komponenten. Als zweiter Schritt folgt die Addition der jeweiligen Komponenten in x- und y-Richtung zu resultierenden Komponenten. Achte dabei auf die Vorzeichen. Und abschließend kannst du auf Basis dieser Komponenten den Betrag der resultierenden mittels des Satzes des Pythagoras berechnen. Der Winkel wird mit dem Arcus-Tangens berechnet. Nun sind wir fertig mit unseren Berechnungen. Aber was bedeutet das für die Meerestiere? Da die resultierende Kraft am ehesten in die Richtung des unteren Fisches wirkt, sieht es so aus, als würde sich das Netz in diese Richtung bewegen. Jetzt wissen wir genau, wo wir nach dem Netz greifen müssen, um die Fische zu befreien. Jetzt weißt du, wie die resultierende analytisch durch das Zerlegen der Einzelkräfte in Komponenten und Zusammenfassen der Komponenten in x- und y-Richtung ermittelt wird. Das Ganze geht aber auch grafisch über das Krafteck. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Und bevor du dich weiteren spannenden Themen widmest, hier noch alle wichtigsten Punkte im Überblick. Tritt der Fall ein, dass mehrere Kräfte an einem Angriffspunkt angreifen, dann ist die Wirkung der resultierenden Kraft die gleiche wie die Wirkung aller Einzelkräfte zusammen. Für die analytische Bestimmung der resultierenden werden die Einzelkräfte in ihre Komponenten zerlegt. Anschließend werden die x- und y-Komponenten zusammengefasst. Den Betrag der resultierenden ermitteln wir über den Satz des Pythagoras. Jetzt bist du für deine weitere Mission gewappnet. Und wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich finden kannst.